Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe irgendwie gerne so eine Vielfalt in meiner Sammlung und bin daher auch immer auf der Suche nach Sachen, die so ein bisschen einzigartig sind, beziehungsweise die halt irgendwie vielleicht typisch für die Zeit waren, in der sie erschienen sind, aber heute vielleicht auch einfach ein bisschen kurios erscheinen. Und die Älteren von euch werden sich vielleicht daran erinnern, dass es vor der USB-Stick und vor der DVD-Zeit auch mal so Disketten gab, wo dann halt Software draufgeladen war oder die man auch selber bespielen konnte, um irgendwie Sachen von einem PC zum anderen zu übertragen. Und von Michael Jackson kam da 1995, das war noch die Zeit der Disketten, die Serie der Music Screener heraus. Das war ein Bildschirmschoner, kennt man heute vielleicht auch nicht mehr. Also was, wenn man den Bildschirm bzw. den Computer länger ungenutzt lässt, was dann anfängt irgendwie da im Hintergrund abzulaufen, also auf dem Bildschirm. Und die konnte man in den 90er Jahren also kaufen von Michael Jackson. Und diese Serie von 3 Music Screenern zeige ich euch mal jetzt. Diese Serie kam 1995 heraus und besteht aus 3 Teilen. Nämlich gibt es einmal Childhood. Das passt hier sehr gut zur History-Zeit. Dann gibt es Thriller. Ja, das ist Thriller. Und dann gibt es Bad. Das sind 2, die jetzt halt nicht so in die History-Zeit reinpassen, aber halt so Michael Jackson-Klassiker sind. Deswegen natürlich auch ganz gut in diese Serie reinpassen. Und ihr seht schon, diese Boxen sind relativ groß, also größer als eine DVD zum Beispiel. Und es sind auch 3 verschiedene Farben vertreten. Ihr seht hier, dieses Bad ist hier so in Rot und Thriller ist in Blau und Childhood ist dann in Grün. Und meine 3 Boxen davon sind noch verschweißt, deswegen kann ich euch den Inhalt nicht zeigen. Aber ich kann euch hier mal ein Bild zeigen, was ich von Discogs habe. Da könnt ihr sehen, dass das eben so eine Diskette ist. So sehen die also aus. Und die konnte man in den 90er Jahren dann in seinen Computer reinschieben und eben diese Software darauf abspielen. Von der Rückseite sind die alle sehr ähnlich gehalten, deswegen zeige ich euch da mal nur eine. Könnt ihr also hier sehen, hier ist ein 40-sekündiger Clip drauf von eben in diesem Fall dem Bad-Video mit Musik und dann ist halt dieser Bildschirmschoner drauf und dann sind da auch noch so Minispiele drauf. Ich muss mal selber gucken, was hier drauf steht. Ja, hier ist dieser Eye-Catching 40 Seconds Clip und dann sind da, sehe ich hier gerade, 6 verschiedene Screensaver Options, also 6 verschiedene Optionen, diesen Bildschirmschoner zu benutzen. Nämlich Video Wall, Screen Art, Slideshow, Bounce, Trails und Jigsaw. Sehr interessant, würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber kann ich leider nicht. Dafür ist es aber hier hinten abgebildet, das heißt, ihr könnt mit einem Blick hier jetzt gerade drauf ganz gut erahnen, was da gemeint ist. Und das dann eben jeweils mit dem Clip hier, in diesem Fall Bad. Und dann gibt es hier noch diese Minispiele, die ich gerade erwähnt habe, zumindest verstehe ich so. Hier steht The Excitement of 2 Music Video-Based Games, Video Match and Video Slide. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich was ganz Wahnsinniges gewesen, dass hier sogar noch ein kleines Spiel drauf ist. Also ich stelle es mir nicht besonders cool vor. Hier unten, ja, man kann hier irgendwie, das sieht so puzzlemäßig irgendwie aus. Keine Ahnung, was da genau drauf ist. Hier zeige ich nochmal Childhood als zweites. Sieht also praktisch genauso aus. Also hier hinten sind auch immer nur diese Symbolbilder und nicht wirklich von Childhood jetzt in diesem Fall das Video bzw. die Bildausschnitte zu sehen auf diesen kleinen Thumbnails. Und das von Thriller ist das einzige, was hinten ein bisschen anders aussieht. Hier ist nämlich noch ein japanischer Sticker drauf. So, eigentlich sind diese Music Screeners in den USA und ich glaube auch noch in Kanada erschienen. Aber hier ist eben noch so ein japanischer Sticker drauf. Auch nochmal, das könnt ihr jetzt hier unten sehen, wo jetzt hier mein kleiner Finger ist, noch ein extra Barcode für Japan mit japanischer Schrift und auch einem japanischen Preis. Für 1800 Yen konnte man das kaufen damals. Die sind also alle 3 auch in Japan erschienen, halt dieselbe Version, nur mit einem Sticker drauf. Also preislich kann ich sagen, sind die gar nicht so teuer. Ich hätte tatsächlich auch jetzt intuitiv gedacht, dass die teurer wären, weil man die auch echt selten sieht. Aber ich habe das Gefühl, dass bei sowas die Nachfrage nicht so wirklich groß ist, weil da ist halt nicht viel Musik oder Videomaterial von Michael drauf, sondern eben nur dieser 40-sekündige Clip und
Screensaver auf Diskette spielen halt generell heute absolut keine Rolle mehr, weswegen man die halt irgendwie für 20 Euro pro Stück schon findet. Sind halt ganz coole, kuriose Sachen, die halt für die 90er Jahre natürlich irgendwie super waren. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich war noch nicht geboren, als die rauskamen. Aber heute halt einfach nur noch lustige Sammlerstücke sind und als solche habe ich sie natürlich auch gekauft. Das war's von mir für heute. Heute mal ein etwas kürzeres Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auch vorstellen könntet, diese Screensaver zu kaufen oder ob ihr die vielleicht sogar habt. Und lasst mir generell immer gerne Feedback und Vorschläge für Videos in den Kommentaren da. Letztes Mal kam ein Kommentar, ich soll mal meine ganze Sammlung zeigen. Das ist ein bisschen viel für ein Video, glaube ich. Aber ich kann euch schon mal ankündigen, noch in diesem Jahr wollte ich so mal so ein Roomtour-Video drehen und da werdet ihr dann einiges nochmal in einem Video von mir sehen können. Jedenfalls freue ich mich auch, wenn ihr meinem Video einen Daumen hoch gebt und wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut doch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Dort poste ich so zweimal die Woche so ungefähr im Durchschnitt Fotos aus meiner Sammlung. Okay, jetzt war es das wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis dann.